Um nochmal auf die Alleinheit zurückzukommen. Alleinheit findet nicht auf der Ebene von der Vielheit statt. Von ich und anderes. Ich und nicht ich und meine Welt. Dort gibt es keine Einheit und jeder Versuch, Einheit herzustellen, ist gewalttätig und führt zur Zerstörung. Das ist ganz wichtig, dass man das beachtet. Einheit kommt von einer höheren Ebene. Eben zum Beispiel im Bild ist es das Geträumtsein, ist die Einheit, wo alles im Traum zu einem macht, nämlich Traum. Was aber eben für die vereinzelten Sachen oder Personen in der Traumwelt nicht zugänglich ist. Und im spirituellen Sinn ist Einheit, Alleinheit, das alles Bewusstsein ist. Und das ist schon falsch gesagt, weil es ist nicht alles Bewusstsein, sondern Bewusstsein ist alles, was ist. Es ist nicht korrekt zu sagen, dass jedes einzelne Ding in der Traumwelt Traum sei. Es ist absurd, dass es ist vom falschen Ort her aufgezogen. Es ist nicht jedes einzelne Ding Traum, sondern Traum ist alles, was ist. Es gibt kein Alles, wo dann auch noch reines Bewusstsein ist, sondern reines Bewusstsein ist alles, was ist. Das Alles ist alles nichts anderes als Bewusstsein. Und darum ist der korrekte Satz, Bewusstsein ist alles, was ist, und nicht alles, was ist Bewusstsein. Es gibt das alles, was ist, gar nicht unabhängig vom Bewusstsein. Bewusstsein ist alles, was ist. Traum ist alles, was ist. Und nicht das eine im Traum ist nichts anderes als Traum und das andere im Traum ist auch nichts anderes als Traum. Das fängt bei der Vielheit an und wird dann die Vielheit alles gleichsetzen mit dem einen. Und läuft dann auch Gefahr, sich in der Vielheit zu verlieren oder in der Vielheit hängen zu bleiben. Korrekt ist, dass die ganze Vielheit, die da erscheint, nichts anderes ist als Traum. Traum ist alles, was ist, und im Traum ist die ganze Vielheit, die da geträumt wird. Aber die ganze Vielheit ist unabhängig vom Traum überhaupt gar nicht. Also es gibt kein Alles, auf das ich hinweisen könnte, das unabhängig ist vom Bewusstsein. Bewusstsein ist alles, was ist. Und dort ist die Einheit. Und eben jetzt übertragen auf Spirituelle, es ist nicht richtig zu sagen, ich bin nichts anderes als Bewusstsein und du bist auch nichts anderes als Bewusstsein. Da setzt man zwei und behauptet dann, die beiden seien beide identisch mit etwas Drittem. Das läuft nicht so. Und das ist ganz wichtig. Ich bin nicht reines Bewusstsein. Ich bin reines Bewusstsein. Ich werde gleichgesetzt mit etwas anderem. Das ist nicht der richtige Ansatz. Und das ist auch nicht Alleinheit läuft nicht so. Ich bin reines Bewusstsein und der Tisch ist auch reines Bewusstsein. Und meine Frau ist auch Brian. Es läuft nicht so. Wenn ich von dem ausgehe, habe ich zwei und die kriege ich nicht mehr zusammen. Das ist getrennt.
Also jeder Ansatz, der sagt, ich bin Bewusstsein und der Tisch ist auch nichts anderes als Bewusstsein, geht von der Vielheit aus und versucht, die durch den Fleischwolf zu jagen. So eine Einheit herzukriegen aus zwei. Aus zwei kann man keine Einheit herkriegen. Es sind zwei und bleiben zwei. Und wenn ich das versuche, eine Einheit zu machen aus diesen zwei, dann zerstöre ich die zwei. Das ist ganz wichtig und da wird viel Gewalttätigkeit vollzogen mit dem Missverständnis. Ich bin nichts anderes als reines Bewusstsein und der Tisch ist auch nichts anderes als reines Bewusstsein und darum sind wir eins. So läuft es nicht. Und dann ist die Frage, wie läuft es stattdessen tatsächlich? Und das ist gar nicht so einfach, das zu beschreiben. Wir sind Ausfaltungen vom reinen Bewusstsein oder Erscheinungen im reinen Bewusstsein oder Manifestationen vom reinen Bewusstsein. Das Problem, wenn man so redet, ist, dass man sehr schnell dann gleich davon ausgeht, dass wir zweierlei sind. Oder mit anderen Worten, das reine Bewusstsein manifestiert mich. Man sagt dann, das reine Bewusstsein manifestiert sich als mich. Aber was man immer meint, ist, dass ich dann gleich irgendwas anderes bin als das reine Bewusstsein. Das reine Bewusstsein manifestiert sich als mich und das reine Bewusstsein manifestiert sich auch als der Tisch. Aber das ist nicht wahr. Haben wir schon wieder zwei, dann bin ich gleich irgendetwas anderes als das reine Bewusstsein. Und der Tisch ist irgendetwas anderes als das reine Bewusstsein. Das reine Bewusstsein manifestiert sich nicht als ich. Das reine Bewusstsein manifestiert sich als sich selber. Und das bin ich und der Tisch. Das ist ein riesengroßer Unterschied, der sehr schnell durcheinander gebracht wird. Wenn ich sage, das reine Bewusstsein manifestiert sich als ich, dann gehe ich ziemlich sicher von zwei aus, vom reinen Bewusstsein und von mir. Irgendwo sage ich, irgendwo ist da noch ein Unterschied. Es poppt raus, da ist das reine Bewusstsein und dann komme ich da raus als etwas anderes als das reine Bewusstsein. Und man sagt dann schon, es ist nur das reine Bewusstsein, das sich da manifestiert. Aber was man meint, ist, es gibt mich und dann gibt es auch noch das reine Bewusstsein. Und dann gibt es auch noch den Tisch, wo auch nur reines Bewusstsein ist und darum sind wir eins. Das ist eine verkleidete Version von dem Ansatz, dass man von der Vielheit ausgeht und versucht, die Vielheit als eins zu erklären. Wenn man ernst macht mit Bewusstsein ist alles, was ist, dann ist das Bewusstsein sich selber. Und das bist du. Und das Bewusstsein ist sich selber. Und das ist der Tisch. Das Bewusstsein ist sich selber, ist der Tisch. Und nicht der Tisch ist eine Manifestation im reinen Bewusstsein oder vom reinen Bewusstsein. Da haben wir schon zweierlei. Das reine Bewusstsein ist sich selber und drum das. Genau drum. Und das reine Bewusstsein ist nichts anderes als sich selber und drum das alles. Und es ist ganz wichtig, dass man da nichts durcheinander bringt. Im Traumbeispiel kann man es vielleicht besser noch nachvollziehen. Der Traum ist sich selber und darum ist alles im Traum. Genau, weil der Traum sich selber ist alles im Traum das, was es ist. Aber wenn wir eine Traumperson haben und ein Haus haben, ist es nicht richtig zu sagen, die Traumperson ist eigentlich Traum und das Haus ist eigentlich Traum. Das ist das Gleiche, wenn ich sage, ich bin nur reines Bewusstsein und der Tisch ist nur reines Bewusstsein. Ich kann gleich von diesen
von diesen vereinzelten Sachen aus und erklären die als eins. Und das stimmt nicht. Und wenn man es wirklich ernst meint und das durchzieht, dann ist es gewalttätig und zerstörerisch. Weil man die nämlich alle muss zerstören, die Vielheit zerstören muss, damit sie gefälligst eines ist. Die Vielheit muss nicht zerstört werden, weil sie ist alles Traum. Genau weil der Traum nichts anderes ist als sich selber, ist die ganze träumte Vielheit das, was sie ist. Das ist der korrekte Ansatz und nicht jedes Einzelne von dieser Vielheit ist nichts anderes als Traum. Da setzt man wieder Vielheit an und bleibt dann eben auch in der Vielheit und operiert mit der Vielheit. Die Vielheit ist nicht Vielheit, sondern Traum. Vielleicht ist das noch schön deutlich gesagt. Der Tisch und ich sind nicht der Tisch und ich, sondern Bewusstsein und nichts anderes. Weil das Bewusstsein sich selber ist und sich selber bleibt und sich in keiner Weise verlässt, ist der Tisch und ich.